Hi, ich bin Ronald von net.de und wir sind immer noch bei Asus am Stand und haben hier auf der CeBIT 2011 diesmal den Asus EPC 1015B vor uns. Das ist die AMD-Variante der sonst baugleichen, beziehungsweise zumindest äußerlich gleichen 1015-Serie. Und in dem Fall steckt da drin ein C30 beziehungsweise der C50, also diese einkernige Version mit 1,2 GHz oder die Variante mit 2 Kernen und 1,0 GHz. Beide Chips haben natürlich die neue AMD Radeon 6250 onboard bzw. eingebaut, dementsprechend einigermaßen ordentliche Grafikleistung auch auf externen Displays. Gucken wir uns das Gerät mal kurz ein bisschen näher an. Oben die Webcam mit dem typischen Schalter zum Auf- und Zuschieben und hier der Einschaltknopf, Stromspartaste und der WLAN-Schalter. Chiclet Keyboard fühlt sich sehr ordentlich an, da biegt sich allerdings nur ganz klein wenig, sollte aber während des Arbeitens nicht allzu doll auffallen. Tastenabstände sind sehr angenehm, tippt sich auch wirklich gut, muss ich sagen. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist die einzelne Maustaste, die durchgehende, denn die ist ganz schön hart zu drücken, zumindest auf der rechten Seite, aber die wird sich dann mit der längeren Nutzung auch leichter bedienen lassen. Vorne rechts haben wir die LEDs wie üblich, rechts geht es weiter mit einem SD-Kartenslot, den Audioanschlüssen, zwei ganz normalen USB-Ports, nein, das sind USB 3.0, da ist zumindest ein USB 3.0 Anschluss, das Kensington Lock und natürlich der Ethernet-Port. Und auf der linken Seite haben wir dann noch den Stromanschluss, VGA, einen ganz normalen USB-Port und einen HDMI-Ausgang, wie versprochen. Vorne sieht es leer aus, sind wir ja inzwischen gewöhnt bei Asus. Das Einzige, was man von unten erreicht, ist der RAM-Riegel. Was uns eben aufgefallen ist, ist, dass das Gerät offensichtlich auch mit einem 3-Zellen-Akku auf den Markt kommen soll, der nur 23 Wattstunden hat, der also nicht für allzu viel Spaß sorgen wird. Von daher lieber darauf achten, dass man gleich die große Variante holt mit dem 56 Wattstunden Akku, die deutlich länger durchhalten sollte und dann ungefähr, machen wir mal 6 bis 7 Stunden vielleicht erreicht. Was noch ganz nett ist, in dem Fall ein mattes Display, was trotz der Vorliebe der normalen Durchschnittskunden für Glossy Displays irgendwie dann immer noch sinnvoller ist, denn damit kann man dann auch im Freien arbeiten und man wird nicht blind von der Sonne. Gut, das war der Asus EPC 1015B mit AMD Brazos Plattform. Ich bin Ronald von net.de. Bis dann.